lernen Schmieden und Schlossern und ihre Bausteine stellen sie selbst her. Solch handwerkliches Können ist nicht neu in Togo. Aber jetzt lernen die Mitglieder der Genossenschaft moderne Arbeitsmethoden kennen und mit Maschinen umzugehen. Dieser Trittwebstuhl kam mit 20 anderen aus Deutschland. Die Kunst des Webens ist uralt im Lande. Die deutsche Hilfe verbessert nur sinnvoll, was an Voraussetzungen längst vorhanden war. Es ist nicht unsere Absicht, Afrikaner auf die Dauer zu beraten. Es kommt darauf an, dass sie mit dem neuen Wissen selbst etwas anfangen. Eine kleine Fabrik für Hohlblocksteine in Nigeria ist ein Beweis dafür, dass Deutsche und Nigerianer auch als Unternehmer zusammenarbeiten können. Solche Initiative zu wecken, gehört ebenfalls zu den Aufgaben der deutschen Entwicklungshilfe. Darum sendet sie Fachleute als Berater auch in die entstehende Industrie. Die Erfahrung hat gelehrt, dass industrialisierte Länder für uns wichtigere Partner sind als rein landwirtschaftliche. An Abnehmern für die Steine fehlt es nicht, denn überall wird eifrig gebaut. Neue Siedlungen und Industrieviertel entstehen rings um Lagos und im Landesinneren. Um den Nagel auf den Kopf zu treffen, muss man erst Nägel haben. Ein Deutscher und ein Nigerianer sind die gemeinsamen Partner einer Draht- und Nagelfabrik. In Westafrika entsteht erst jetzt eine Fertigwarenindustrie. Noch vor wenigen Jahren musste buchstäblich jede Schraube aus Europa importiert werden. Heute werden von dieser Fabrik Nägel schon nach den USA exportiert. Wir bejahen diesen Fortschritt, denn je schneller Afrika die Entwicklungspläne des Westens verwirklicht, zu denen auch Deutschland beiträgt, umso eher werden die jungen Völker ihre eigenen wirtschaftlichen Möglichkeiten nutzen können und sich zu Handelspartnern entwickeln. Sie sind auch für unsere Zukunft von großer Bedeutung. Am Anfang jeder Entwicklung steht die Ausbildung in Schulen, Universitäten und Fachlehrgängen. Ein altes Hamburger Handelshaus bildet Praktikanten aus. Der Unterricht ähnelt dem der deutschen Gewerbeschule. Die Ausbildung an Ort und Stelle, die mit Prüfung und Diplom endet, hat sich bewährt. So tritt in den Entwicklungsländern neben die staatliche Hilfe auch das eigene Interesse von deutschen Unternehmern. Diese Lehrlinge lernen mit Automotoren umzugehen. Ja, wie weit ist denn der Wagen, Herr Schöppel? Also der Kühler ist noch immer nicht da. Ist immer noch nicht da? Nee. Also ich werde mal anrufen in Lagos bei der Lufthansa. Motoren und Maschinen werden noch eine ganze Weile nach Afrika eingeführt werden müssen. Wenn einmal ein Ersatzteil fehlt, kann das für den Betrieb böse Folgen haben. Denn Werkstätten gibt es in Afrika nur wenige. Haben Sie Verbindung mit Lagos? Good afternoon, Lufthansa. May I help you? This is DTG, Jos Hansen Lome speaking. I should like to know whether you had any information. Yes, Mr. Hansen. I received a telex from our Frankfurt office that it will be arriving on our plane at 3:15 tonight. Listen, this is a very urgent... Das Düsenflugzeug ist in Westafrika, wie überall, auch bei den jungen Völkern, für eilige Güter ein unentbehrliches Transportmittel. Über Nacht bringt der Spediteur die Luftfracht über das Mittelmeer und die Sahara. Thanks for calling. Goodbye. Auf dem Flughafen von Lagos. Die Maschine aus Deutschland ist gelandet. Zur gleichen Zeit wiegt sich das neue Afrika in den Nachtlokalen der Hafenstädte im Takt des High Life. Das ist die menschliche Seite heute, im Kontinent der Trommeln und Tänze. Dieser junge Afrikaner studierte in Heidelberg.
Sein wichtigstes Gepäck ist unsichtbar. Es heißt Wissen. Jeder Student ist ein Lehrmeister für die nächste Generation und trägt dazu bei, Afrika zu verändern. Das wird noch einige Jahrzehnte dauern, aber der Anfang ist gemacht. Da kommt das erwartete Ersatzteil aus Hamburg. In 6 Stunden hat es 2 Erdteile übersprungen. So nah ist uns Afrika gerückt. Die jungen freien Völker sind unsere Nachbarn geworden. Für sie ist das Neue in wenigen Jahren schon alltäglich. Auf dem Sumpfboden der Inselstadt Lagos sind in Nigeria Wolkenkratzer gewachsen, Symbole einer neuen Zeit. Wer wollte leugnen, dass sie auch ihre Schattenseiten hat? Neben der kühnen Architektur in den Geschäftsstraßen das altgewohnte Bild. Erschreckende Straßenszenen. Zu viele Menschen strömen in die Stadt. Es fehlt an Wohnungen, an breiten Straßen, an Kanalisationen, an Platz für die vielen Menschen. Lagos reckt und streckt sich. Es entstehen neue Industrien und neue Vororte. Darum ist die alte Carterbrücke 4-mal am Tage hoffnungslos verstopft. Autos, Omnibusse, Radfahrer, Fußgänger. Kaufleute, die in die Stadt hineindrängen, Arbeiter, die in den Hafen und aufs Festland strömen. Frauen, die zum Markt wollen und Afrikaner, die in ihre Büros eilen. Die Brücke ist wie ein enger Hals, der die Nahrung für die wachsende Stadt nicht mehr bewältigt. Mit deutscher Entwicklungshilfe soll eine größere Brücke über die Lagune entstehen. So wird sie aussehen. Eine Brücke zwischen den Völkern. Indem wir Afrika helfen, helfen wir uns zugleich selbst, unserer Freiheit und Zukunft, die auch von den jungen Staaten Afrikas abhängt. Sie sind bisher zu kurz gekommen, aber mitbestimmend für die Welt von morgen.